In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man einen Expert Advisor erstellen kann, der in der Lage ist, bei absteigenden Trends alle 50 Punkte einen neuen Sell Trade zu eröffnen. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas mit MQL5 realisieren kann. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simples Cell Grid System, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion hier gelöscht werden und wir entfernen auch die 2 Kommentarzeilen. Im ersten Schritt nutzen wir den Include-Befehl, um die Datei trade.mqh zu importieren. Die stellt uns vereinfachte Handelsfunktionen bereit und um die zu nutzen, erstellen wir hier eine Instanz von der Klasse cTrade mit dem Namen Trade. Außerdem nutzen wir MQArrays für ein Array mit dem Namen Preisinfo, das unsere Preisdaten aufnehmen wird. Und im Anschluss erstellen wir uns eine Signalvariable vom Typ String. Der weisen wir hier aber noch keinen Wert zu, denn der wird gleich ermittelt. In der OnTick-Funktion nutzen wir eine statische Variable vom Typ Double. Die bekommt den Namen NextSellPrice. Und die werden wir verwenden, um den nächsten Sellpreis zu definieren. Und damit wir etwas verkaufen können, brauchen wir den Bitpreis. Den ermitteln wir mit der Funktion SymbolInfoDouble für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen hier Symbol_Bit und mit Normalized Double und _Digits lassen wir uns automatisch die richtige Anzahl von Nachkommastellen für das jeweilige Währungspaar ermitteln. Mit Hilfe der Funktion ArraySetAsSeries sortieren wir unser Preisinfo-Array jetzt von der aktuellen Kerze an abwärts. Danach füllen wir es mit Daten. Das übernimmt die Funktion CopyRates für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit möchten wir von der aktuellen Kerze 0 die Werte für 3 Kerzen in unserem Preisinfo-Array speichern. Sofern wir keine offenen Positionen haben, liefert uns die Funktion PositionsTotal einen Wert von 0 zurück. Dann setzen wir unseren NextSellPrice hier ebenfalls auf 0. Um das Signal zu ermitteln, möchten wir eine Funktion mit dem Namen CheckEntrySignal nutzen. Die existiert noch nicht, also müssen wir die gleich noch programmieren. Für die Einstiegsbedingung möchten wir prüfen, ob unser Bitpreis kleiner ist als der NextSellPrice, den wir definiert haben. Oder ob unser NextSellPrice den Wert 0 hat. Die nächste Bedingung wäre zu prüfen, ob unser Signal auf Sell steht. Und wenn beides zutrifft, dann nutzen wir hier Trade.Sell, um 10 Mikrolot zu verkaufen. Danach setzen wir sofort den Level für den nächsten Sellpreis auf einen Wert 50 Punkte unterhalb des aktuellen Bitpreises. Damit wir auch was sehen, nutzen wir hier die Comment-Funktion. Soweit so gut. Aber da diese Funktion hier nicht existiert, müssen wir die jetzt noch programmieren. Unsere Funktion soll den Namen CheckEntrySignal bekommen und uns einen Stringwert, also eine Textkette, zurückliefern. Wir prüfen hier, ob der Schlusskurs für Kerze 1 in unserem Preisinfo-Array größer ist als der Eröffnungskurs für Kerze 1 im gleichen Array. Wenn das so ist, ist das für uns ein Verkaufssignal und dann setzen wir hier unsere Signalvariable auf Buy. Im umgekehrten Fall, wenn der Schlusskurs für Kerze 1 niedriger war als der Eröffnungskurs für Kerze 1, dann wäre das ein Verkaufen-Signal und dann setzen wir unsere Variable hier auf Sell. Zum Schluss nutzen wir noch den Return-Befehl, um unser Signal an das Hauptmodul zurückzuliefern. Das war's soweit. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie keine Ahnung haben, was diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst eines der anderen Videos anschauen. Vielleicht ist aber auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie zusammen mit anderen Angeboten auf unserer Webseite. Da gibt's jetzt übrigens auch hier die Quellcodes von den Basisvideos. Für den Moment klicken wir hier aber mal auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das sollte ohne Fehler funktionieren und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie jetzt hier oben klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken Ctrl und R. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei simplescellgridsystem.ex5 aus
markieren Sie die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier läuft der Expert Advisor auch schon los und sobald wir hier einen absteigenden Trend erkennen, sollten wir sehen, dass unser Expert Advisor alle 50 Punkte eine neue Position eröffnet. Ich beschleunige das Ganze jetzt mal ein bisschen und wie wir sehen, unser Expert Advisor funktioniert wie gewünscht und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie man ein Cell-Grid-System programmieren kann und Sie haben das selbst getan mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.